Heute wird ein wirklich spannender Tag für uns. Wir machen uns auf ins Schiefergebirge, wo wir in Lehisten einen Termin mit einem ehemaligen Bergmann haben und hoffentlich eine Menge über das blaue Gold der Region lernen. Außerdem sind wir neugierig, was die innerdeutsche Grenze für den Bergbau bedeutet hat. Damit wir auch pünktlich dort ankommen und die vielen Höhenmeter bewältigen, ist es aber erst einmal Zeit für ein bisschen Wartung. Denn wie heißt es in fast jeder Werkstatt so schön, wer gut schmiert, der gut fährt. Kamera. Außerdem haben wir auf dem Weg dorthin noch eine ganze Menge vor und fahren von Sonneberg als erstes zu einem Gedenkort zwischen Heinersdorf in Thüringen und dem oberfränkischen Welitsch. Denn obwohl die beiden Orte nur sehr klein sind, ist hier noch gut sichtbar, mit welch drastischen Mitteln die Grenze gesichert war. Nach einer kurzen Fahrt erreichen wir den Ortsausgang von Heinersdorf. Das Dorf lag während der deutschen Teilung im 500 Meter breiten Schutzstreifen, also unmittelbar an der Grenze, die hier besonders stark ausgebaut war. Was heute ein kleiner Park am Ortsausgang ist, war damals eine Hochsicherheitszone. Hier in diesem Modell sieht man ganz gut, wie die Grenze zwischen Heinersdorf und Welitsch aufgebaut war. Wir gucken jetzt hier von Westdeutschland. Kam als erstes der schwarz-rot-goldene Pfosten der DDR, der dieses Staatsgebiet markiert hat. Ein kleines Stück weiter hinten kam dann die Mauer zur Sichtschutz, damit man nicht in den Osten reingucken konnte und vor allem damit die Leute aus dem Osten nicht in den Westen gucken konnten. Hinter der Mauer kam dann der Schutzstreifen mit dem Fahrzeugsperrgraben und dem Kontrollstreifen. Dahinter kam dann der Kolonnenweg, der Betonweg, wo die immer patrouilliert sind, und es gab auch Wachtürme. Dahinter kam dann noch ein Zaun und dann kam dahinter dann erst der Ort hier. Und das Besondere hier war, hier gab es einen Bach und auch der Bach wurde abgesperrt mit einem Bachsperrwerk. Hier sieht man den Bach zwischen Heinersdorf und Welitsch. Wir gucken mal, ob wir noch so einen Überrest von diesem Bachsperrwerk finden. Ja, das müsste jetzt hier gleich kommen. Die Konstruktion ist noch relativ gut erhalten und man sieht, dass die Tore heruntergelassen werden konnten. Damit sollte verhindert werden, dass Menschen über den Fluss nach Bayern fliehen. Wir schauen uns noch ein wenig auf dem Gelände um und entdecken neben der Grenzmauer auch noch einen Gedenkstein, der an die Opfer der Grenze erinnert. Ist schon irgendwie krass, dass so winzige kleine Orte so stark militärisch besetzt waren und so viel, diese Schutzmaßnahmen mit der Mauer und diese Absperrung ist schon irgendwie echt gruselig. Hier zwischen Heinersdorf und Welitsch wird auf jeden Fall deutlich, wie gefährlich und abschreckend die Grenzanlagen waren. Um noch mehr über die Grenze zu erfahren, machen wir uns auf den Weg nach Gräfenthal, wo wir das Grenz- und Heimatmuseum besuchen wollen. Das kleine Örtchen liegt mitten im Schiefergebirge und die Strecke ist für die Simsons eine echte Herausforderung. Was ist denn das Problem gerade? Wir sind da oben falsch abgebogen, auf dem Berg, genau in der Mitte oben. Oh. Auf ein paar Umwegen kommen wir dann aber doch irgendwann in Gräfenthal an. Wir bekommen gleich noch eine Führung durch das kleine Museum hier in Gräfenthal. Und ein Anwohner hat uns gerade noch den Tipp gegeben, solange wir warten, sollten wir doch mal die Eisenbahnbrücke besichtigen. Deswegen sind wir gerade hier auf die Eisenbahnbrücke geklettert. Züge fahren hier seit den 90er Jahren zwar nicht mehr, dafür hat man von hier oben einen tollen Blick über die Dächer des Orts. Während unserer Führung im Museum bekommen wir erstmal einen Überblick darüber, wo wir uns überhaupt befinden und dass Gräfenthal innerhalb der Sperrzone lag. Alle Straßen, die in den Ort führen, wurden deshalb von Kontrollposten strengstens überwacht. Auch der Wald zwischen Gräfenthal und der Grenzlinie wurde überwacht. Um Personen im Grenzgebiet leichter zu finden, wurden breite Schneisen in den Wald geschlagen und Minenfelder angelegt. Die Truppen der NVA sollten die Menschen zur Not sogar mit Waffengewalt daran hindern, aus der DDR zu fliehen.
Eine Station des Museums erklärt daher, was es mit dem sogenannten Schießbefehl auf sich hatte und erinnert an die 12 Menschen, die im Grenzgebiet hier bei Gräfenthal getötet wurden. Der Schießbefehl lässt sich schon ab 1948 in einer Verordnung zum Schutz der Grenz- und Demarkationslinie der sowjetischen Besatzungszone finden. Darin steht, dass die Grenzsoldaten von der Schusswaffe Gebrauch machen dürfen, wenn GrenzverletzerInnen auf der Flucht nicht auf Rufe oder Warnschüsse reagieren. Wir haben euch ein Interview mit einem ehemaligen Grenzbeamten der BRD verlinkt, in dem das etwas genauer erklärt wird. Wenn tatsächlich auf Fliehende geschossen wurde, wurden die verantwortlichen Soldaten sogar mit Abzeichen geehrt, denn der DDR-Verteidigungsminister Hoffmann war schon 1964 der Überzeugung, wer wie eine Ratte die Staatsgrenze zu unterwühlen versuche, der sei ein Feind und werde wie ein Feind behandelt. Insgesamt kamen an den Grenzanlagen der DDR hunderte Menschen ums Leben, von denen mindestens 128 erschossen wurden. Auch die Minenfelder forderten viele Todesopfer. Viele weitere Menschen wurden bei der Flucht schwer verletzt. Wie viele genau, ist aber nicht bekannt. Mit diesen Eindrücken fahren wir weiter. Vielen Dank für die spannende Führung durch das Museum. Nachdem wir uns im Schiefergebirge mehrfach verfahren haben, erreichen wir am späten Nachmittag den auf 640 Meter Höhe gelegenen Ort Lehesten. Hier befindet sich ein historisches Schieferbergwerk, das heute als technisches Denkmal erhalten wird. Wir haben uns dort mit Peter Langbein verabredet, der den Schieferbruch schon seit seiner Kindheit kennt und hier zu DDR-Zeiten gearbeitet hat. Mittlerweile bietet er Führungen über das Gelände an und berichtet noch aus erster Hand über die Arbeit der Bergleute. Dann musst du diesen Hebel runtertreten, so eine Art Sicherheitsbremse. Wenn es ihnen manchmal schlecht geworden wäre, hätte die Maschine sofort angehalten. Denn wenn nicht, wäre sonst der Förderkorb nach oben bis unter das Dach hat alles kaputt gemacht. Die Maschine hat fast 100 Jahre gearbeitet. 30 Jahre war hier drin eine Kohlepumpe. Und vor ein paar Jahren haben wir diese Maschine wieder Leben eingehakt. Wollen wir sehen, ob es noch dreht. Aber wie war das eigentlich während der deutschen Teilung? Die Grenze war ja nicht weit von hier entfernt. Und was hat die Grenzschließung von 1952 für die Arbeit im Bergwerk bedeutet? Das Besondere war ja dann hier zur DDR-Zeit, dass die Franken bis 1961, bis zum berühmten Mauerbau in Berlin, hier gearbeitet haben. Das ist deswegen passiert, aufgrund der Teilung Deutschland nach dem Krieg in 2 Staaten, haben plötzlich auf unserer Seite, auf thüringischer Seite, qualifizierte Arbeitskräfte gefehlt. Und Frankenland in Region Grenze war eigentlich mehr ein Arbeitsland, hatte keine Industrie. Die waren auf jeden Job angewiesen. Und so ist ein Abkommen gekommen, das Coburger Abkommen, wo dann hieß, jeder hat einen Vorteil, wenn die hier arbeiten dürfen. Und das hat man eingesehen und somit ist das berühmte Loch im Eisernen Vorhang entstanden. Und da kamen bis zu ca. 150 Franken hier rüber zur Arbeit mit 2 Bussen, die standen hier auf dem Platz. Durften auch mit dem Motorrad oder mit dem Moped oder mit dem Fahrrad drüber fahren, nur mit den Autos nicht. Und bekamen den größten Teil des Geldes, 2/3 sagen wir mal, in Westmark und 1/3 Ostmark. Aber nicht als Geld, sondern als Verrechnungscheck. Mit diesem konnten sie dann in Konsum oder der O einkaufen. Wir hatten im Betrieb extra einen Konsum. Und da ging es ihnen dadurch besser, wie wenn sie im Westen geblieben waren. Weil mit den hier einkaufen haben sie insbesondere Lebensmittel einkauft, die waren von Vaterstaat gestützt, also subventioniert. Das ging aber nur bis 1 Monat nach dem Mauerbau. Dann sind die früh auf Arbeit gekommen und da sagte man so, das war's gewesen, ihr könnt wieder heim. Wer hier bleiben will, kann hier bleiben, bekommt sofort eine möblierte Neubauwohnung.
Aber es ist kein einziger hier geblieben. Die sind alle, haben dann drüben wurde ein grenznahen Raum wurde dann Industrie aufgebaut und somit haben die dann auch wieder einen Job gefunden. Es war insgesamt also eine ziemlich außergewöhnliche Situation, dass durch das Coburger Sonderabkommen und später die Lehestener Vereinbarung Bergleute aus Westdeutschland hier arbeiten konnten und das sogar bis kurz nach dem Mauerbau im August 1961. 1955 wurden einige dieser Bergleute sogar für vorbildliche Produktionsleistungen als Aktivisten des 5-Jahres-Plans ausgezeichnet. Wegen der Grenznähe erfuhren die Westarbeiter allerdings eine Reihe von Einschränkungen und die DDR versuchte, den Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung auf ein Minimum zu reduzieren. Wahrscheinlich war das dann auch irgendwie besonders überwacht hier, das Gebiet, oder? Wenn man hier gearbeitet hat? Also wir waren ja hier in Lehesten Sperrgebiet. Es gab ja 2 Sperrgebiete, einmal 5-Kilometer-Zone und einmal 500-Meter-Zone. Und Lehesten waren 5-Kilometer-Zone. Das heißt also, wer zu uns rein wollte, musste entweder im Ausweis einen Stempel haben oder einen Passierschein beantragen. Also wir hatten einen Stempel und die in 500 Meter hatten noch eine andere Farbe. Wir durften von 5 Kilometern nicht in die 500 Meter Sperrzone und wir durften auch nicht in einen anderen Kreis in die Sperrzone. Und wenn wir Besuch haben wollten, hieß ja immer nur 1. oder 2. Grades durfte kommen, musste 4 Wochen vorher einen Antrag stellen, dann bekamen sie einen Passierschein und dann durften sie hier rein. Und wurde natürlich kontrolliert. Wir hatten eine Armee hier, also die Grenzer waren hier, dann hat die Polizeistreife gelaufen, es gab Grenzhelfer, es gab Polizeihelfer, also es war schon alles überwacht. Die starke Überwachung der Grenzregion endete erst mit der Wiedervereinigung. Aber wie ging es hier in Lehesten dann weiter? Denn Schiefer wird ja hier offensichtlich nicht mehr abgebaut und die Natur hat sich das Areal mittlerweile vollständig zurückgeholt. Was ist denn mit dem Schieferbergbaugebiet nach der Wiedervereinigung passiert? Wie ging es denn hier weiter? Ja, nach der Wiedervereinigung war erstmal klar ein Wechsel. Von VEB wurde dann eine Art GmbH gemacht. Wir versuchten erstmal den Schiefer zu halten. Es war ja noch, wir hatten den besten Schiefer der Welt, muss man ja mal dazu sagen, und der sehr gute Qualität hatte, lange Haltbarkeiten, farbecht war und so weiter. Das konnten andere Schiefer nicht so aufweisen. Aber nach der Wende im Laufe der Jahre ist dann, wie gesagt, doch mehrere Wechsel vonstatten gegangen in der Führungsleitung der Schiefergruben und so weiter. Und dann ist es so weit gekommen, dass die Schiefergruben Insolvenz anmelden mussten. Und heute, sind wir ganz ehrlich, wird beim Schiefer darauf geachtet, nicht die Qualität, sondern wie teuer ist er, wie billig ist er eigentlich. In fast jedem Land gibt es Schiefer, die hatten zwar nicht die gute Qualität, aber waren bedeutend billiger. Und das hat uns dann bestimmt ins Genick gebrochen. Aber wie gesagt, wir hatten dann auch, muss auch dazu sagen, hier bei uns hier auf dem Staatsbruch, dieser Bruch ist eigentlich erschöpft gewesen, sodass wir nur noch im Ortelsbruch mehr abbauen konnten. Und deswegen war hiervon automatisch schon abzusehen, dass mal Schluss ist hier oben. Zum Glück wird das Gelände heute als Naturschutzgebiet und technisches Denkmal erhalten, sodass dieses Stück Industriegeschichte nicht in Vergessenheit gerät. Vielen Dank an Herrn Langbein, der uns hier alles gezeigt und erklärt hat. Weil sich im Himmel ganz schön was zusammenbraut, machen wir uns nun auf den Weg zu unserer Unterkunft in Friesau. Allerdings kommen wir nicht weit, bis Javers Zündung anfängt zu streiken. Und? Zündet? Ja. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey, warum hat man immer so eine Panne kurz vor der Unterkunft? Das ist doch furchtbar. Was war denn gerade das Problem? Zündfunke war weg, jetzt ist er wieder da. Geht's weiter. Außer, dass es jetzt regnet. Ja. Das Gewitter zieht glücklicherweise schnell vorbei und auch das Moped von Javier springt wieder an. So schaffen wir die letzten Kilometer problemlos und es fängt auch nicht wieder an zu regnen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Etappe, bei der wir es hoffentlich bis an die tschechische Grenze schaffen. Juhu!